Guten Tag zusammen, ich bin Samantha, 29 Jahre alt, Mama von einem Kind und ich habe Peutz-Jeghers-Syndrom, das ist meine Geschichte. Also die Komplikationen waren in 2016, als ich ja diesen Elius hatte. Das war wirklich die schlimmste Erfahrung, die ich in meinem Leben bis jetzt gemacht habe. Nicht mal die Geburt meines Sohnes war so schlimm. Also das war wirklich eine Erfahrung und ein Schicksal, den ich so leicht nicht vergessen werde. Und ja, das war wirklich sehr traumatisch für mich, dieses Erlebnis, genau. Das waren Schmerzen ohne Ende. Also da hat sich ja der Darm komplett verdreht gehabt. Somit angefangen, dass ich mit täglichen Kopfschmerzen und Schwindelkeiten zu tun hatte und ich habe mich tagtäglich schwach gefühlt, keine Energie im Alltag und irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen, zum Hausarzt zu gehen und da wurde Blutabnahme gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass als die Ergebnisse da waren, der Arzt, der bei uns auf der Straße lebte, also auf derselben Straße wie wir, bei uns nach Hause gekommen ist und mit einer Dringlichkeit mich im Krankenhaus gewiesen hat. Da wurden mehrere Untersuchungen gemacht, unter anderem auch eine Magen-Darm-Spiegelung. Und durch diese Magen-Darm-Spiegelung konnte man dann viele Polypen feststellen, weil es musste irgendwie einen Zusammenhang haben durch diese ganzen Eisenmangel, den ich hatte. Ich hatte wirklich einen extremen Eisenmangel und da wurden mehrere Polypen festgestellt, die wurden dann auch analysiert und Gott sei Dank waren die alle gutartig und bis dahin hatte ich noch keinen Namen. Also die Ärzte konnten sich immer noch nicht erklären, warum diesen Eisenmangel, woher kommt diesen ganzen extremen Eisenmangel. Und dann sind die aufmerksam geworden. Auf meine Lippen gibt es ja Pigmentflecken zu sehen. Und die Ärzte haben dann hat man quasi die ganze Puzzle zusammengestellt und dann wurde ich auch in Bonn quasi genetisch untersucht. Da fand das statt, ja. Und endlich habe ich dann einen Namen bekommen, also meine Krankheit hat dann einen Namen bekommen und Peutz-Jeghers-Syndrom wurde dann festgestellt bei mir. Genau. Und dann war ich auch eine der ersten Patienten, die eine Kapselendoskopie bekommen hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, meine Reaktion, als ich diese Kapsel gesehen habe, ich war schockiert und habe gesagt, wie soll ich das schlucken, so einen großen Teil? Und die Ärztin sagte, du schaffst das, mit einem großen Glas Wasser bekommen wir das schon hin. Und das war tatsächlich dann so, dass ich das hinbekommen habe. Ja. 2021 musste ich dann in eine andere Klinik hingehen, in Düsseldorf, weil der Polyp war in einer Position, wo die einfach mit einem Schlauch von der Magen-Darm-Spiegelung nicht drangekommen sind. Deswegen musste ein Eingriff gemacht werden, das zählt auch wie eine kleine OP und so eine Spirale kann man sich das vorstellen. Durch diese Spirale könnten wir erfolgreich diesen Polyp entfernen. Corona-Zeit 2021 musste mein Vater aufgrund einer Thrombose ins Krankenhaus und da wurde er quasi auf den Kopf gestellt und die ganzen Untersuchungen wurden gemacht. Und durch eine Magen-Darm-Spiegelung wurden bei meinem Vater sehr viele Polypen entdeckt. Also wir reden wirklich von ungefähr 40 Polypen. Zwar alle klein, aber da war ein auffälligen, der etwas größer war. Und genau, dann bin ich quasi in Kontakt mit den Ärzten gekommen, weil mein Vater kein Deutsch spricht und ich dafür zuständig war. Und als ich den Ärzten von meiner Krankheit erzählt habe, hat quasi der Arzt, sich darüber Gedanken gemacht und hat gesagt, vielleicht hat der ja auch diesen Peutz-Jeghers-Syndrom. Und nachdem ein Gentest bei meinem Vater gemacht wurde, wurde es tatsächlich auch festgestellt, dass der auch Peutz-Jeghers-Syndrom hat. Also die Untersuchungen finden jetzt in einem Abstand von alle 2 Jahre statt. Und da wird, wenn ich dann in der Uniklinik Bonn bin, wird die Magen-Darm-Spiegelung gemacht, die Kapselendoskopie
die gynäkologische Untersuchung, obwohl ich erwähnen muss, dass die gynäkologische Untersuchung nicht mehr in Bonn stattfindet. Die gynäkologische Untersuchung sieht dann so aus, dass ich eine Mammographie von beide Brüste mache und auch vaginale Untersuchung findet dann auch statt, um dann einfach sicher zu gehen, dass kein Mutterhalskrebs oder Brustkrebs gibt's oder ist. Genau. Also ich wünsche mir für meinen Sohn, aber auch nicht nur für meinen Sohn, sondern für alle Menschen eigentlich, dass die Medizin noch genauer forscht und dass vielleicht bei der Magen-Darm-Spiegelung nicht mehr diesen schrecklichen Abführmittel getrunken werden muss. Das finde ich eine der schrecklichsten Dinge, die man machen muss bei so einer Untersuchung. Und für meinen Sohn wünsche ich natürlich eine Welt ohne Sorgen, ne, wie jeder Mutter das eigene Kind wünschen würde. Und dass der nie diese Erfahrung machen muss, die ich machen musste 2016 mit dem Ilius. Das ist wirklich eine Sache, das wünscht man niemandem. Das sind Schmerzen, die man sich gar nicht vorstellen kann.